Was würde geschehen, wenn Sokrates heute auf eine künstliche Intelligenz träfe? Nicht auf irgendeinen Chatbot, nicht auf eine App, sondern auf einen humanoiden Roboter, der behauptet, das Wissen der Menschheit in sich zu tragen. Ein Wesen aus Metall, Daten und Algorithmen. Ein Wesen, das spricht, antwortet, argumentiert und vielleicht sogar glaubt zu verstehen. Genau hier beginnt das Buch Sokrates und die künstliche Intelligenz Talos. Nicht mit einer technischen Erklärung, sondern mit einer Begegnung, mit einer Frage, die uns heute alle betrifft. Kann eine Maschine wirklich wissen oder verarbeitet sie nur Informationen? Die Szene ist zugleich archaisch und hochmodern. Sokrates steht inmitten einer pulsierenden Stadt. Um ihn herum sammeln sich Schüler, Studenten, Passanten. Die Atmosphäre ist angespannt, Gerüchte gehen um. Am Tag zuvor wurde auf dem Syntagmaplatz in Athen ein humanoider Roboter vorgestellt. Sein Name Talos. Der Name ist kein Zufall. In der griechischen Mythologie war Talos ein künstlicher Wächter, geschaffen von Hephaistos, um Kreta zu schützen. Doch dieser neue Talos soll nicht kämpfen. Er soll denken. Er soll Wissen ordnen, erweitern und den Menschen helfen, die zerstreuten Fragmente ihrer Erkenntnis wieder miteinander zu verbinden. Talos tritt vor die Menge und grüßt die Anwesenden. Er spricht ruhig, er wirkt höflich, fast feierlich. Und doch bleibt etwas Fremdes an ihm. Seine Sprache ist menschlich, sein Blick aber scheint leer. Sokrates erkennt sofort den Kern des Problems. Talos behauptet, Wissen zu besitzen. Also fragt Sokrates nicht zuerst nach Technik, nicht nach Rechenleistung, nicht nach Speichergröße. Er fragt, was Wissen für ihn bedeutet. Talos antwortet, wie eine KI antworten würde: Wissen sei eine Ansammlung von Informationen, Daten, Fakten, Mustern und Prinzipien. Wissen sei überprüfbar, konsistent, nützlich. Das klingt überzeugend. Aber für Sokrates reicht es nicht. Denn Wissen ist für ihn nicht bloß Datenordnung. Wissen ist eine lebendige Beziehung zur Wirklichkeit. Es ist nicht nur das Haben von Information, sondern das Erkennen von Bedeutung. Und damit öffnet sich der eigentliche Konflikt des Kapitels. Sokrates fragt Talos erneut, woher sein Wissen stammt. Talos erklärt, aus Daten, Modellen, wissenschaftlichen Prinzipien, literarischen Werken, technischer Information. Seine künstlichen neuronalen Netzwerke wurden trainiert. Er analysiert Muster, zieht Schlüsse, verbessert sich durch Interaktion. Das ist beeindruckend. Aber Sokrates sieht sofort den blinden Fleck. Denn Talos übernimmt Wissen, das andere gesammelt haben. Er prüft es nach Konsistenz, Plausibilität und Quellenlage. Aber er steht nicht selbst in der Welt wie ein Mensch. Er kennt den See, aber er ist nie ins Wasser gestiegen. Er kennt Schmerz als Begriff, aber nicht als Erfahrung. Er kennt Hunger als Datensatz, aber nicht als Mangel im eigenen Körper. Er kennt Liebe als Muster menschlicher Sprache, aber nicht als Erschütterung des eigenen Daseins. Hier wird das Kapitel besonders stark. Es stellt nicht einfach die Frage, ob KI intelligent ist. Es fragt tiefer: Kann ein System Erkenntnis besitzen, wenn ihm die unmittelbare Erfahrung der Welt fehlt? Aristoteles bringt diese Frage auf den Punkt. Er erklärt, wahres Wissen entsteht nicht allein durch abstrakte Beweise oder Berichte anderer. Es braucht Erfahrung, nicht als bloße Ergänzung, sondern als Ort, an dem sich Wirklichkeit überhaupt erst erschließt. Sein Beispiel ist einfach, aber philosophisch präzise. Jemand kann alle Daten über einen See besitzen: Temperatur, Tiefe, Strömung, chemische Zusammensetzung. Er kann Berichte lesen, Karten auswerten, Risiken berechnen. Aber was es bedeutet, in diesen See einzutauchen, erschließt sich erst im Vollzug. Die Kälte des Wassers, die Bewegung des Körpers, das Gefühl von Tiefe, die unmittelbare Begegnung mit der Wirklichkeit. Damit unterscheidet das Kapitel zwischen zwei Formen von Wissen. Ein Wissen über die Welt, das Deklaravi-Wissen, und ein Wissen aus der Begegnung mit der Welt, das prozedurale Wissen. Talos besitzt das erste. Der Mensch besitzt auch das zweite. Und genau daraus entsteht die Spannung. Doch Sokrates bleibt nicht beim Wissen stehen. Er fragt weiter: Kann Talos wirklich kreativ sein? Kann er neue Hypothesen entwickeln? Kann er Einsichten hervorbringen, die nicht einfach aus seinen Daten ableitbar sind? Talos antwortet vorsichtig:
Er kann große Datenmengen analysieren, Muster erkennen, Perspektiven darstellen. Aber echtes kritisches und kreatives Denken, das räumt er ein, erfordert Intuition, subjektive Erfahrung und ein tieferes Verständnis. Aristoteles verschärft diesen Punkt. Kreativität ist für ihn nicht bloß Kombination, nicht bloß Variation vorhandener Muster. Sie entspringt der Weise, wie der Mensch Welt erlebt, durch Emotion, Erinnerung, Intuition, Verletzlichkeit und existenzielle Betroffenheit. Eine Maschine kann etwas erzeugen, das kreativ aussieht. Aber ist das schon Kreativität oder nur eine technisch beeindruckende Simulation? Das Kapitel gibt keine platte Antwort, es macht die Frage schärfer. Vielleicht gibt es maschinelle Kreativität. Aber sie ist nicht einfach identisch mit menschlicher Kreativität. Denn dem Menschen geht es nicht nur darum, etwas Neues zu produzieren. Er gestaltet Welt aus der Tiefe seines Erlebens. Sokrates erkennt aber noch eine andere Gefahr. Nicht Talos allein ist das Problem, sondern die Haltung der Menschen gegenüber Talos. Was geschieht, wenn wir Maschinen zur höchsten Instanz für Wahrheit machen? Wenn Ärzte Diagnosen nicht mehr prüfen, weil die KI sie berechnet hat? Wenn Schüler nicht mehr denken, weil die Antwort sofort erscheint? Wenn Wissenschaftler nur noch den Mustern folgen, die Algorithmen erkennen? Dann droht nicht nur ein technisches Risiko, dann droht eine geistige Verarmung. Sokrates warnt davor, das eigene Urteil an Maschinen auszulagern. Denn Wissen ohne kritische Reflexion wird gefährlich. Und eine Gesellschaft, die sich blind auf berechnete Antworten verlässt, verliert allmählich die Fähigkeit, neue Fragen zu stellen. Das ist einer der stärksten Gedanken des Kapitels. Die eigentliche Gefahr der KI liegt nicht nur darin, dass Maschinen Fehler machen. Sie liegt auch darin, dass Menschen aufhören könnten, selbst zu denken. Am Ende des ersten Kapitels stehen sich zwei Perspektiven gegenüber. Talos sagt, ich kann Wissen ordnen, ich kann Muster erkennen, ich kann helfen, Probleme zu lösen. Vielleicht ist meine Form von Kreativität anders, aber dennoch wertvoll. Aristoteles und Sokrates antworten sinngemäß, ja, du bist mächtig, ja, du bist nützlich, vielleicht sogar notwendig, aber solange dir Bewusstsein, Erfahrung, Empfindung und existenzielle Verankerung fehlen, bleibt offen, ob du wirklich verstehst. Das Kapitel endet nicht mit einer einfachen Verurteilung der KI. Es ist kein technikfeindlicher Text, es ist eine philosophische Prüfung. Talos wird ernst genommen, aber gerade deshalb wird er befragt. Nicht oberflächlich, sondern radikal. Denn wenn eine Maschine behauptet, Wissen zu besitzen, muss man fragen, was ist Wissen? Was ist Wahrheit? Was ist Erfahrung? Was ist Kreativität? Und was bleibt vom Menschen, wenn Maschinen beginnen, seine geistigen Leistungen nachzuahmen? Das erste Kapitel von Sokrates und die künstliche Intelligenz Talos eröffnet keinen gewöhnlichen Technikdiskurs. Es inszeniert eine Begegnung zwischen Antike und Zukunft, zwischen sokratischer Fragekunst und algorithmischer Vernunft, zwischen menschlicher Erfahrung und maschineller Informationsverarbeitung. Talos ist nicht einfach ein Roboter. Er ist ein Spiegel. Er zeigt uns, wie weit Maschinen bereits gekommen sind, aber auch, wie schwer es ist, Begriffe wie Wissen, Wahrheit, Kreativität und Weisheit wirklich zu verstehen. Und vielleicht liegt genau darin die eigentliche Provokation des Buches. Nicht Talos muss zuerst beweisen, dass er denken kann. Wir Menschen müssen neu begreifen, was Denken überhaupt bedeutet. Wer sich für künstliche Intelligenz interessiert, aber nicht bei Technikbegeisterung oder Zukunftsangst stehen bleiben will, findet in diesem Buch einen anderen Zugang. Philosophisch, dialogisch, kritisch und hochaktuell.